Das Hauptziel des Besuches in Transkarpatien der Delegation des Bezirks Oberfranken an der Spitze mit dem Bezirkstagspräsidenten Herrn Dr. Günther Denzler war die Zusammenfassung des gemeinsamen Projekts. Das internationale Programm förderte das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung Engagement Global verfügt über verschiedene Förderprogramme und auch diese Einrichtung setzt unterschiedliche Projekte im Auftrag von BMZ um. Einer solcher Projekte ist unser Projekt Kommunale Partnerschaften mit der Ukraine. Und im Rahmen dieses Projektes unterstützen wir deutsch-ukrainische Partnerschaften. In diesem Jahr haben wir 17 gemeinsame Partnerschaftsprojekte bewilligt und nur die Partnerschaft Oberfranken, Transkarpatien führt ein Projekt im Bereich der Medizin durch. Das Projekt der Weiterbildung der medizinischen Fachkräfte, die das Problem des posttraumatischen Belastungsstörung bei den Atommilitärangehörigen lösen, wurde vom Vorsitzenden des Transkarpatischen Gebietsrates, Herrn Michail Rivis, initiiert. Und ich bin ihm sehr dankbar, dass er das mit großem Nachdruck unterstützt hat. Und wir haben ja heute das Modulhandbuch übergeben zur Diagnostik, Therapie und Rehabilitation von Patienten mit posttraumatischen Belastungsstörungen in Deutsch und in Ukrainisch. Und ich glaube, dass das ein guter Leitfaden ist für Ärzte und für psychiatrisches Fachpersonal, um den Soldaten, die diese posttraumatischen Belastungsstörungen haben, zu helfen. Das gemeinsame Projekt wurde in 3 Etappen durchgeführt. Hospitation der ukrainischen Ärzte und Psychologe in der Fachklinik in Bayreuth, Konferenz Diagnostik, Behandlung und Rehabilitation bei der posttraumatischen Belastungsstörung und Präsentation des Modulhandbuches, das von fachqualifizierten Ärzten und Psychologen entwickelt wurde. Das Problem selber gibt es ja schon seit es Menschen und seit es Kriege gibt, aber das Thema unter dem Stichwort posttraumatische Belastungsstörung ist das Thema relativ jung und ist eigentlich erst in der Zeit um den Vietnamkrieg sozusagen so erstmals formuliert worden. Das war ja sozusagen der Ursprung dieser Kategorie in der internationalen Klassifikation der Erkrankungen. Der ICD-11 an der internationalen Klassifikation 11 der WHO arbeitet die WHO schon über 2 Jahre. Ja, und da ist klar gewesen, die ICD richtet sich ein Stück weit immer nach dem amerikanischen diagnostischen und statistischen Manual. Und dort hat man begonnen, das aufzuschlüsseln, weil man gesehen hat, dass die posttraumatische Belastungsstörung ist ein Sammeltopf verschiedener Störungen, die unter Umständen unterschiedlich zu behandeln sind auch und die unterschiedlich auch unterschiedliche Risikofaktoren, unterschiedliche Behandlungsansätze benötigen. Und man hat sich eben geeinigt auf die einfache klassische posttraumatische Belastungsstörung, dann auf die komplexe posttraumatische Belastungsstörung, womit im Wesentlichen wiederholte oder anhaltende Traumatisierungen, Krieg zum Beispiel, ja, zurück an die Front ist eine anhaltende. Deswegen sagt man, bei den Soldaten mit PTSD, die wieder an die Front zurück müssen, sind komplexe Störungen zu erwarten eigentlich. Und das dritte waren anhaltende Trauerstörungen, wo die Übereinstimmung weltweit nicht so ganz gut ist, weil die Amerikaner eine sehr kurze Trauerzeit nur zulassen, alles andere von 2 Wochen, alles andere ist dann krankhaft schon. Und in katholischen Ländern gibt es das Trauerjahr, ja.
Also da wo in diesem Trauerjahr steckt ja viel Lebenserfahrung und viel Weisheit drin eigentlich. Also, aber das wird so kommen, diese drei, die einfache, die komplexe und die anhaltende Trauerreaktion, das wird also aufgeteilt werden. Ja. Und bei den komplexen, das sind vor allem die posttraumatischen Belastungsstörungen, wo Menschen anderen Menschen etwas antun. Es scheint so zu sein, dass man mit Naturkatastrophen doch besser zurechtkommt, als weil man das als schicksalhaft erlebt, ja, als Foltersituationen, als sexuelle oder körperliche Gewalt, als Kriegsereignisse und solche Dinge. Im Modulhandbuch sind die Ergebnisse von modernsten medizinischen PTSR-Erforschungen gesammelt und systematisiert. Modulhandbuch ist sicherlich wichtig für zukünftige Aktivitäten. Zum Beispiel an der Universität hier können wir dieses Modulhandbuch als Grundlage nehmen. Ja, das ist sicherlich ganz gut, aber das Allerwichtigste ist immer Kommunikation. Das Problem der kriegsbetroffenen Soldaten ist in unserer Gesellschaft sehr aktuell. Вони повертаються в сім'ю, і там іде агресія, гнів, неможливість сконтролювати, неможливість надати допомогу як дружині, так дітям. І над цим нам треба працювати. Я би сказала, перше питання – це штати в нашій області, вони надзвичайно малі кількість. Друге питання – зв'язок соціальних служб, практичних психологів, дітей, яких ходять у школу, в училища, інститути і так далі, практичних психологів і медиків, психіатрів, психотерапевтів. І третє питання – об'єднання і майбутня робота все одно із німецькими колегами, з американськими колегами. В нас не лише Оберфранкен, взаємозв'язок і підтримка в нас, у нас є з Дармштата, із Корваліса і так далі. Тобто об'єднати зусилля, щоб інформацію і ось такі посібники отримували практики лікарі, кому це вкрай необхідно, хто буде надавати допомогу. Die Erfahrung zeigt, dass es die richtigen, effizientesten Mittel für die Weiterbildung der medizinischen Fachkräfte ausgewählt wurde. Ich denke, der Austausch ist das Wichtige. Ein Vortrag alleine wird zwar Informationen geben, aber es wird sich nicht festsetzen, sondern ich denke, es ist ein stetiger Austausch notwendig im Rahmen von Workshops, im Rahmen von eines längerfristigen Aufenthaltes, mindestens eine Woche, wo man auch mehrere Tage am Stück Techniken einüben kann, über Inhalte sprechen kann, mit Patienten reden kann. Ich denke, das ist das Wesentliche. Nach der Präsentationsveranstaltung besuchten die Mitglieder der Delegation Gebietskrankenhaus für Kriegsveteranen. Die deutschen Gäste hatten eine Möglichkeit, sich direkt mit den Militärangehörigen, die an der Ostukraine gekämpft haben, zu unterhalten und über ihre Probleme aus erster Hand zu erfahren. Posttraumatisierte Menschen müssen behandelt werden, aber dann muss was nachfolgen. Wenn die Integration in soziale Bezüge oder in Arbeit nach der Therapie nicht stattfindet, dann wird der Mensch in aller Regel wieder krank. Das Problem der Rehabilitation und soziale Adaptation. So ist das Thema nächstes Projekts, die ukrainischen und deutschen Fachkräfte im nächsten Jahr 2018 zu realisieren hoffen. Und ist das Thema eines Anschlussprojektes und ich bin Engagement Global total dankbar, dass Sie gewillt sind, es wieder zu unterstützen. Ich werde es wieder planen und ich denke, es wird die logische Konsequenz des Projekts jetzt von 2017 sein. Dass wir die Inhalte, die wir in Deutschland anwenden, in der Arbeit mit den Patienten, mit den ukrainischen Kollegen teilen können. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, weitergeben können, so gut es geht und auf diesem Wege eine Zusammenarbeit starten können und das weiterführen, sodass beide Seiten davon profitieren. Alle Programmbetreffenden sind aber sicher, dass die beste Grundlage für die Behandlung und Prävention der posttraumatischen Belastungsstörung, Ende des Krieges und Frieden in der Ukraine sind. Die Kraft der Partnerschaft besteht in der Synergie der Bemühungen beider Parteien. Persönlicher Einsatz der dafür interessierenden Menschen ist von großer Bedeutung. Es geht um die Erweiterung der Zusammenarbeit auch in anderen Branchen.
Wir hier einen guten Weg beschritten haben und wir haben ja heute bereits über Nachfolgeprojekte gesprochen. Wir waren gestern Abend beim Abendessen uns einig, dass Studenten aus Deutschland, dass Studenten aus Transkarpatien, der Nationaluniversität hier in Uschgorod sich austauschen, dass man gemeinsame Erfahrungen sammelt, damit die beiden Länder zusammenwachsen. Ich bin darüber sehr glücklich, dass wir von der reinen Theorie zur Praxis gekommen sind. Einige von konkreten Abkommen sind schon geschlossen. Ich werde ab April für einen Monat an die Uni kommen und einen Lehrauftrag übernehmen. Und ich habe jetzt der Universität Uschgorod mal zugesagt, trotz meines hohen Alters, dass ich für etwa 3 bis 4 Jahre zur Verfügung stehen werde. Der Lehrauftrag wird sich vornehmlich um Rehabilitation zum Inhalt, also vornehmlich Rehabilitation zum Inhalt haben. Ein Teil auch Ergotherapie, aber Ergotherapie ist ja ein Stück Rehabilitation eigentlich. Und wenn die Uni mich braucht, natürlich auch Gesundheitsökonomie. Die menschenverbindenden Aktivitäten in verschiedenen Richtungen der Kooperation trägt zur weiteren Ernährung unserer Völker bei. Wir sind ja erstmals hier gewesen im 18. Jahrhundert, waren Handwerker und Bauernfamilien, sind vom Hochstift Bamberg hierher gekommen. Seitdem gibt es diese Partnerschaften und ich bin sehr glücklich, dass wir das jetzt intensivieren können. Und vorhin ist ja auch im Zusammenhang mit dem Engagement Global geführt vom bayerischen Entwicklungsministerium, vom deutschen Entwicklungsministerium gesagt worden, dass da noch Programme laufen, wo man erhebliche Mittel abschöpfen kann, wenn es um Investitionen geht. Auch da hat der Herr Gebietsrat Rivi schon tolle Ideen. Also ich freue mich, dass diese Partnerschaft sehr stark jetzt mit Projekten angereichert wird, die uns voranbringen. Gerade habe ich mit dem Feuerwehrdienst gesprochen, welche Möglichkeiten es da gibt, gemeinsam zu kooperieren. Auch da erscheint mir das sehr vernünftig. Der Feuerdienst wird ja hier in Transkarpatien umstrukturiert, neu organisiert und der hat dann sehr viel Ähnlichkeit mit unserem Feuerwehrdienst, wo viele ehrenamtliche Module eine Rolle spielen. Also ich sehe 1000 Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Transkarpatien und Oberfranken. Für die Realisation der bestimmten Pläne gibt es heute auch weitere Möglichkeiten. Die Programme der Unterstützung der Ukraine von Bundesrepublik Deutschland. Auch können Sie versuchen, in anderen Programmen von Engagement Global, im Programm NACOPA zusammenzuarbeiten. Ja, und auch einen größeren Zuschuss für andere Projektideen bekommen. Bald kommt das Jahr 2018. Hoffentlich wird es mit weiterer erfolgreicher Kooperation unserer Partnerschaftsregionen gefüllt sein.